Jeder, der dieses Video gerade sieht, wird sterben. Auch ich. Ich sage das nicht, um dich zu erschrecken. Ich sage es, weil wir es fast nie sagen. Wir sprechen nie darüber. Wir sprechen über Geld, wir sprechen über Karriere, wir sprechen über die nächste Reise, unseren nächsten Urlaub. Aber über das hier reden wir fast nie. Und genau deshalb reden wir heute darüber. Und nicht um traurig zu werden, um nicht irgendwie in Trauer zu verfallen, sondern offen und ehrlich. Und bevor wir über den Tod sprechen können, müssen wir zunächst einmal über etwas anderes sprechen, nämlich über deinen, über meinen Anfang. Denk an ein Baby im Mutterleib. Nach ein paar Monaten hat es eine Hand. Benutzt es diese Hand? Nein. Es hat Füße. Benutzt es sie? Auch nicht. Es hat einen Mund. Aber es isst nicht mit dem Mund. Es wird über die Nabelschnur ernährt. Erst wenn es geboren wird, wird der Schlauch sozusagen entfernt. Und plötzlich braucht es all das, nämlich Hand, Fuß und Mund. Alles war schon da, nur ungenutzt, weil es für eine andere Welt bestimmt war. Und jetzt frage ich dich, trägst du nicht auch Dinge in dir, die diese Welt hier nicht ganz erfüllen kann? Du willst schwimmen, aber nie nass werden. Du willst vollkommene Gerechtigkeit, aber siehst sie hier nie ganz. Du willst, dass ein Moment für immer bleibt, aber jeder Moment vergeht. Genau wie diese Hand des Babys im Mutterleib ein Beweis dafür ist, dass es eine andere Welt danach gibt, in der diese Hand endlich benutzt wird, so sind diese Sehnsüchte in dir ein Beweis dafür, dass es eine Welt nach dieser gibt. Das heißt, du wirst sterben und danach beginnt etwas, für das ein Teil von dir schon die ganze Zeit bereit war. Kennst du das? Du träumst. In diesem Raum vergehen Jahre. Du heiratest, du bekommst ein Kind, du reist, du baust ein Haus. 50 Jahre vergehen. Es fühlt sich wie echt an. Und dann wachst du auf. Und es waren nur 3 Minuten. Was war dann diese 50 Jahre lange Welt? Sie war wirklich, allerdings nur, solange du geschlafen hast. Und sie war nur eine Illusion und danach bist du aufgewacht. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Menschen schlafen. Und wenn sie sterben, erwachen sie. Was, wenn dieses Leben hier genauso funktioniert wie dein Traum? Was, wenn diese 70, 80 Jahre, die du hier lebst, im Moment des Erwachens genauso kurz erscheinen wie 3 Minuten? Dieser Gedanke soll dich nicht ängstigen, soll dich nicht traurig machen. Es soll dir etwas zeigen, nämlich, es bleibt wenig Zeit. Nicht um dich zu stressen, sondern um dich und mich zu erinnern, wofür sie da ist. Wie lernen die meisten eigentlich von uns den Tod kennen? Aus Nachrichten, Katastrophe, Schock und am Boden zerstört. Das ist nicht die Sprache eines Gläubigen. Ein Mensch, der die Wahrheit des Todes kennt, würde eine Erdbebennachricht anders formulieren. Heute gab es ein Erdbeben, hunderte Menschen sind gestorben, 50 davon waren Kinder unter 15 Jahren. Sie sind, so wie gesagt wird, direkt ins Paradies eingegangen. Wir wünschen ihren Familien Geduld und beten um ein Wiedersehen im Jenseits. Für viele der übrigen waren diese Ereignisse eine Reinigung von ihren Sünden. Wir beten für sie. Das klingt ganz anders, oder? Wenn wir unsere Vorstellung vom Tod nur aus Schlagzeilen beziehen, wird unser Verhältnis zum Glauben genauso aussehen. Angsterfüllt, kopflos und ohne Vertrauen. Der Tod hat aber 2 Gesichter. Ein Gesicht der Angst für den, der sein Leben weit weg von Allah lebt, und ein Gesicht der Milde. Bediüzzaman Said Nursi Quddus-Sirruh beschrieb es so: Der Todesengel erschien ihm fein, ja fast liebevoll. Beide Gesichter sind real. Welches du siehst, entscheidet nicht der Tod, es entscheidet dein Leben davor. Der Tod ist erstens eine Entlassung. Denk an einen langen, anstrengenden Dienst. Wenn er endet, ärgerst du dich nicht. Du freust dich. Warum sollte die Entlassung aus diesem Leben anders sein, wenn Allah dir dabei zusätzlich deine Fehler vergibt? Der Tod ist zweitens ein Feierabend. Ein Ende. Ende der Sorgen, Ende der Erschöpfung, Ende von allem, was diesen Körper Tag für Tag beansprucht. Der Tod ist drittens ein Ortswechsel. Schau dir einen einzigen winzigen Samen an, unter der Erde im Dunkeln, unansehlich. Bevor er wächst, muss er sterben als Samen. Und aus diesem Sterben wird eine Rose, etwas, über das Gedichte geschrieben werden. Genauso wechselst du den Ort. Von einer engen Welt in eine Welt von der Weite deiner Seele. Der Tod ist viertens eine Verwandlung des Körpers und der Auftakt zu einem Leben, das nicht mehr endet. Eine Raupe, die stirbt, um ein Schmetterling zu werden.
War das ein Verlust oder ein Übergang? Wenn du das verstehst, ändert sich etwas in dir. Du hörst auf, dein Herz an Beton und Blech zu hängen, an Dinge, die dich nicht mit in die nächste Welt begleiten. Und du beginnst dein Herz an etwas zu hängen, das bleibt. Der Prophet Yusuf a.s. erlebte am Ende seines Lebens seine glücklichsten Jahre. Er war Herrscher über Ägypten. Er war mit seiner Familie wieder vereint. Und genau in diesem Moment bat er Allah um den Tod. Und das nicht aus Verzweiflung, liebe Geschwister, sondern weil er wusste, der Tod ist kein Verlust. Er ist das, was aus der Raupe den Schmetterling macht. Ich sage dir das nicht, um dir Angst zu machen. Ich sage es dir, weil Erinnerung wach hält. Du willst sterben, aber wie du diesem Moment entgegengehst, entscheidest du jeden Tag, den du jetzt lebst. Möge Allah uns zu Menschen machen, die sich an den Tod erinnern, ohne die Hoffnung zu verlieren. Wann hast du zuletzt bewusst an den Tod gedacht? Und hat es etwas in dir verändert? Falls ja, schreib es in die Kommentare. Abonniere den Kanal und lass ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Fi amanillah. Salamun alaikum.